Stärken unter den Hauben, schwärzen dir braune Garten. 5 Höhenmeter noch, da haben wir tatsächlich die 4000 Höhenmeter geknackt. Tada! Allerdings nimmt mit jedem Höhenmeter der Wind zu und hat die Temperatur eher ab. Also mittlerweile ist echt frischlich. Unten im Tal war es ja heute richtig schön warm bei fast 30 Grad. Und jetzt haben wir noch, weiß ich nicht, ein bisschen über 10 und ziemlich viel Wind. Es ist relativ frischlich hier oben. Aber die 5 Höhenmeter, die packen wir noch bis zu den 4000, auf jeden Fall. Da lang. Ich weiß nicht, ob man mich überhaupt hier oben versteht. Wir sind jetzt am argentinisch-chilenischen Grenzübergang, der ist nämlich hier. Und Las Grutas heißt es hier, auf ungefähr 4100 Meter. Wir sind umzingelt von Vulkanen. Das ist einer, da ist einer, da ist einer, da hinten ist auch noch einer. Und der Wind hier oben geht so stark, ich komme mir vor wie so, man kennt doch diese Reporter, diese amerikanischen in den Staaten, die da irgendwie gerade über einen Tornado berichten und man sieht ihn dann von hinten so herkommen und im nächsten Moment werden sie von so einem herumfliegenden Tanklaster erschlagen. So fühle ich mich auch gerade. Also der Wind bläst hier übel. Ich meine, hier oben ist nicht mehr viel, Vegetation gleich null. Wir haben viele Lamas, haben wir noch gesehen. Oftmals die wirklich die Straße gekreuzt haben. Also das war sehr cool und das Farbenspiel hier oben ist natürlich genial. Wir dürfen leider nicht zum Paso fahren, weil wir sonst komplett ausreisen müssen und dann auf der chilenischen Seite wieder einreisen, was wir nicht wollen. Jetzt können wir leider nicht an Paso fahren, aber da unser Sprit nicht lang bis zurück, tanken wir jetzt hier 5 Liter nach an diesem kleinen urigen Bütchen hier. Gracias. 160 Pesos zahlen wir jetzt hier für 10 Liter. Also das sind quasi 10 Liter aus dem Eimer. Aus dem Eimer, das sind quasi 16 Pesos pro Liter, ist 1,60 Euro. Ganz schön knackiger Preis quasi. Auf 4000 Meter Höhe. Auf 4000 Meter Höhe. Im aufgepimpten Leichenwagen quer durch das Land. Auf unseren Armaturenbrettern tanzen Gummiskelette. Mit dem Arm aus dem Fenster rollen wir durch die Städte. Einmal um die ganze Welt reicht uns nicht. Wir reiten schneller als die Strahlen des Sonnenlichts. Unendlich weit von Mond zu Mond und von Planet zu Planet. Wir rollen immer weiter, sitzen auf Rom. Automotoren sind die Stimme unserer Generation. Wir wollen weiter, immer weiter, sitzen auf Chrom. Ein Konvoi frisst Kilometer bis ans Ende der Welt. Blicken auf, Felgen glänzen unterm Sternenzelt. Wir suchen nach der Leiter, es wird eingecheckt. Da vorne ist die Passhöhe. Wir befinden uns jetzt auf 4900 Metern und die Motorleistung lässt schon ernsthaft zu wünschen übrig. Dabei ist die Aussicht wahnsinnig. Also hier sind wir. Wahnsinn, wir haben es geschafft. Rosi, wir haben es geschafft. Schau dir die Aussicht an. Ich habe einen weiteren Verlust zu beklagen. Mein gutes zweilagiges Klopapier, das ich mir jetzt geleistet habe, habe ich frisch aufgemacht, ans Moped gesteckt, drehe mich um, schaue irgendwas, auf einmal höre ich nur noch den Helmut schreien, deine Klopapierrolle fliegt davon, dann sehe ich nur noch boing, boing, wusch, über den Abhang runter, ich hinterher, schaue ich, die ist jetzt glaube ich 300 Meter da runter gesegelt, meine Klopapierrolle, also muss ich leider kundtun, wir haben auf 4895 Meter Paso Apo Aki eine Klopapierrolle verloren. Sorry, Umwelt. Die Bea ist hier der Sparfuchs in unserem Team. Deswegen würde jetzt jeder zu Hause sagen, oh Gottes Willen, mein Gott, was soll jetzt die Klopapierrollen? Ich sehe das ähnlich. Die Bea ist jetzt am Boden zerstört, weil wir jetzt hier ungefähr 50 Cent einfach verschwendet haben. Die sind hier einfach so den Abhang runtergegangen. Das ist wie wenn ich jetzt eine 50er Nummer hätte und hätte so pling und hätte so runtergeschossen. Aber was soll man sagen, wir werden es verkraften. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall hier mal verpissen. Also der Ort war sehr cool, ist er immer noch. Aber es ist extrem windig hier oben und wir werden jetzt einmal schauen, dass wir ein bisschen wieder ins Tal runtergehen. Von Städten in ein unbekanntes Flugobjekt.
gerade oben bei der Polizei und haben unseren Weg erfragt, weil hier gibt es laut Karte weder Straße noch, und auch unser Navi hat keine Karte, hat keine Straße hier. Das heißt, wir schreiben eigentlich Geschichte, wir zeichnen eine Straße auf einen weißen Fleck. Die Straße ist entsprechend, also das heißt, ich würde die jetzt nicht mehr als top bezeichnen. Da unten müssen wir jetzt anscheinend mal durch den Fluss. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der ist. Das ist gerade so ein Bach, glaube ich, hoffentlich. Ja, für die Bea ist es halt ziemlich anstrengend. Die, speziell nach dem Sturz vorher, ist jetzt nicht mehr ernsthaft motiviert, Offroad zu fahren. Und deswegen sind wir jetzt halt natürlich auch sehr langsam unterwegs. Jetzt machen wir mal ein Päuschen und dann schauen wir mal, ja, was heißt, wie es weitergeht. Fahren müssen wir hier sowieso, wir müssen hier irgendwo wieder rauskommen, aber die Frage ist nur, wie lange es dauert. Meine Laune war vorher schlecht. Es gibt eine Steigerung, sie ist nämlich noch schlechter. Die Piste ist nämlich derart beschissen. Wirklich lose, bucklig, sandig. Und ich habe keinen Spaß. Und es gibt Momente, da wünschte ich mir, ich könnte das Moped hinstellen und irgendwie anders weiterkommen. Mit einem Auto oder so. Und gerade eben ist definitiv einer dieser Momente. Keine Lust mehr. Ich komme mir gerade vor wie in der Mongolei. Da hat man nämlich erst so Phasen, da habe ich mir gedacht, das kann nicht schlimmer kommen. Und es kam schlimmer. Und jetzt gerade haben wir genau dieselbe Phase. Es ist ungefähr also noch mal eine halbe Stunde her, seit meinem letzten Video, wo ich gesagt habe, ich mag nicht mehr. Jetzt sind wir hier. Wie man sieht, da gab es mal eine Brücke, die ist irgendwie 100 Meter oder 50 Meter da lang, die hat es weggeschwemmt. Das hier ist der einzige Weg durch den Fluss. Ja. Es ist schlecht. Mir fällt jetzt gerade gar nichts anderes ein. Also wir sind jetzt schon einmal da durchgelaufen. Und wie gesagt, es ist die Strömung. Ja, ist jetzt stark, sagen wir es mal so. Ich würde jetzt sagen, zum Fahren geht's. Oder besser gesagt zum Rollen wahrscheinlich mehr. Das Problem ist nur, dass die Motorräder vielleicht Wasser ansaugen, weil die Höhe oder die Tiefe von dem Fluss ist relativ grenzwertig und wenn du jetzt im Kies noch ein bisschen einsinkst, dann könnte es fast schon zu viel werden. Andererseits, laut meinem Navi, ist dieses Stück Niemandsland hier ungefähr noch 1,5 Kilometer lang von hier weg. Also zumindest kann ich sagen, Luftlinie, wann diese nächste Straße, wo wir hinwollen, wieder angeht. Und jetzt deswegen diesen riesen Stück Umweg, also ein Rückweg wieder zu fahren, ist halt eigentlich nicht so, worauf ich scharf bin. Das heißt, ich würde sagen, eher 2 Kilometer quälen und dann hoffentlich wieder vernünftige Kiesstraße. Das wissen wir natürlich auch nicht. Als wie umdrehen. Deswegen wahrscheinlich werden wir jetzt, es ist jetzt 5 oder 4:45, wir werden jetzt hier am Fluss campen. Und uns die Sachlage hier nochmal anschauen und vor allem vielleicht auch mal die Strecke ein Stück ablaufen und schauen, wie die weitergeht. Also hier, oder sagen wir mal, dieses Podest war ja eigentlich die ursprüngliche Straße. Und da drüben sieht man auch noch die Brückenpfeiler, die alten, also den Ansatz. Das heißt, es gab hier wirklich wohl mal eine Straße. Und ich laufe jetzt mal zu Fuß hier los, durch den Fluss und dann hier den Berg hoch. Da gibt es einen Bauern. Den werde ich gleich mal befragen, ob der mir was sagen kann, aber bei meinem begrenzten Spanisch ist das immer schwierig und die sprechen ja kein Borisch. Das ist ja das Problem. Und ich laufe jetzt einfach mal hoch, weil wie gesagt, Luftlinie per GPS sind das 1,3 Kilometer. Ich meine, wenn das gewunden hochgeht, können das einmal 2,5 sein, aber wir sollten eigentlich in Kürze wieder auf eine halbwegs vernünftige Straße treffen und das werde ich jetzt mal auschecken, weil entsprechend werden wir uns halt entscheiden, ob wir dann morgen darüber fahren oder halt nicht. Tschüss Helmut, war schön mit dir. Ich gehe jetzt ins Wasser, mir reicht's. So, Lucy. Ein Weg. Da soll ich mal hier gehen. Ich werde jetzt mal kurz beweisen, unsere Stiefel sind auch wirklich wasserdicht, weil, wie man sieht, Es kommt nichts raus. naja, minimal, aber das ist von außen noch. Also,
Das bleibt alles drin. Also definitiv waterproof. Wenn wir jetzt mal trocknen müssen. Ich bin jetzt ungefähr 1,5 Stunden mindestens mit den nassen Stiefeln rumgewandert. Bergauf, bergab. Auch da oben, also da geht es den ganzen Berg darauf. Diverse Male Bäche gekreuzt und so Sachen. Und alle wichtigen Infos, wie gesagt, sind hier drin. Die Rosi ist aber nicht doof. Ich bin nämlich hier über den Fluss gegangen und habe schon diverse Stellen markiert. Also sie kann sich jetzt schon ausmalen, was morgen passiert. Die Frage ist, macht es Sinn, da weiterzufahren? Weil wenn der noch schlechter wird, wir hatten es ja gerade schon, es geht nicht schlechter und es kam schlechter, dann können wir nämlich den ganzen Scheiß wieder zurück hier durch den Fluss bringen. Oder wir drehen um und fahren die beschissensten 70 Kilometer, die ich bisher in Südamerika gefahren bin, wieder zurück. Keine Ahnung. Vom Regen in die Traufe ist es beides total beschissen. Ein beschissener Tag. Wie der Skorpion, nach Blitzen hört man Donner. Die sitzen auf die Rollen immer weiter, sitzen auf Thron, laute Motoren sind die Stimme unserer Generation. Wir rollen weiter, immer weiter, sitzen auf Thron. Wir rollen immer weiter, sitzen auf Thron, laute Motoren sind die Stimme unserer Generation. Wir rollen weiter, immer weiter, sitzen auf Thron. Wir sitzen auf Thron. Wir sitzen auf Thron. Wir sitzen auf Thron. Wir sitzen auf Thron. Doch das reicht uns nicht. 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 Immer wieder schön, wenn du ein paar Tage irgendwo Pause gemacht hast und dann wirfst dich wieder auf die Straße und riecht wirklich immer ein bisschen nach Freiheit, finde ich. Also ich rieche nur stinkenden Müll. Rosi, es riecht zwar nach stinkendem Müll und ich glaube, da ist auch noch ein toter Hund dabei oder irgendwie so, aber du musst das große Ganze sehen. Na gut, warte, ich versuch's nochmal tief einatmen. Doch, du hast recht, jetzt riech ich's auch. Jetzt rieche ich auch die Autoabgase. Na toll.